Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal der Techno Composites. Wir schauen uns heute mal die 5 Vorteile von Pultrusionsprofilen, also glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen im Fahrzeugbau an. Und heute geht es mal nicht um das eigentliche Thema, wo ist das Problem. Ja, die 5 Vorteile von glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen, also Pultrusionsprofilen im Fahrzeugbau sind einmal das geringe Gewicht bei sehr hoher mechanischer Festigkeit. Wir haben Brandschutzeigenschaften, die wir in sehr breiten Varianten einstellen können. Wir haben eine tolle lackierfähige Oberfläche. Wir haben eine sehr hohe Designfreiheit, was halt die Geometrie der Profile angeht. Und wir können halt Pultrusionsprofile mit vielen anderen Bauteilen noch kombinieren. Wenn wir uns den ersten Punkt anschauen, da sind wir bei der hohen mechanischen Festigkeit, bei geringem Gewicht. Ist also so, dass glasfaserverstärkte Kunststoffe im Vergleich zu anderen Kunststoffen sehr hohe Festigkeit haben. Im Vergleich zu Metallen halt zwar weniger Festigkeit, aber auch schon eine gute Festigkeit beim deutlich geringeren Gewicht. Wenn man sich Verkleidungsteile zum Beispiel im Fahrzeugbau anguckt, hat man oftmals Wandstärken zwischen 2,5 und 5 mm. Oftmals werden so Verkleidungsteile mit 3 mm Wandstärke gemacht. Hat halt was damit zu tun, wie ich die Matten und sowas da drin unterbringen kann. Das könnt ihr in anderen Videos noch nachschlagen. Wichtig dabei ist halt, ich kriege ein Verkleidungsteil hin bei einem relativ geringen Gewicht. Das heißt, das Fahrzeug, was beschleunigt, was abbremst, wo es ja jeweils Energie für braucht halt weniger Energie, wenn die Bauteile leichter sind. Zusätzlich zum Energiesparen schont man natürlich auch Rohstoffe. Da in so einem Schienenfahrzeug, wenn da GFK verbaut wird, das wird eigentlich eingesetzt für 30 Jahre. Und da darf man auch erwarten, dass man keine großartigen Reparatur- oder Wartungskosten hat. Punkt 2 der Vorteile für Pultrusionsprofile im Fahrzeugbau ist halt der Brandschutz. Ich kann viele der Brandschutzeigenschaften von einem GFK-Profil beeinflussen, indem ich zum Beispiel unterschiedliche Harze oder Härte aussuche oder Additive hinzupacke. Das kann zum Beispiel ATH sein. Das ist einfach ein Zusatzstoff, der dafür sorgt, dass die Brandschutzeigenschaften sich verbessern. Als Hintergrundinfo, der Brandschutz in so einem Schienenfahrzeug muss zum Beispiel deutlich höher sein als in einem Bus. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Fängt ein Bus an zu brennen, kann der Busfahrer schnell an die Seite fahren. Leute können aussteigen, alle sind gerettet. Beim Schienenfahrzeug kann ich nicht einfach so anhalten. Das muss weiterfahren bis zur nächsten Station, wo Leute sicher aussteigen können. Und da habe ich halt eventuell einen höheren Zeitraum. Und dafür brauche ich halt einen höheren Brandschutz, der diese Reserven hat. Ja, Punkt Nummer 3 der Vorteile für Pultrusionsprofile im Fahrzeugbau ist die schöne lackierfähige Oberfläche, die wir da schaffen können. Wir können es also schaffen durch Additive, die dem Harz und Härte hinzugegeben werden, dass man eine sehr glatte Oberfläche hat, wo man also diese Mattenstruktur, die Glasfasern halt nicht mehr drin sieht. Und wenn ich das Ganze dann hinterher grundiere und lackiere, dann habe ich wirklich ernsthaft Schwierigkeiten, ein lackiertes Aluminiumprofil oder Blechprofil von einem GFK-Profil zu unterscheiden. So, Punkt 4 unserer Liste ist die Designfreiheit. Bei glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen hat man halt sehr viele Möglichkeiten, solche Hohlkammern hier einzubringen, hier irgendwelche Hinterschneidungen einzubringen, hier ebenfalls. Das wäre halt alles mit Werkzeugen. Hier sieht man es auch, so ein Haken auf der Rückseite zum Beispiel. Das wäre alles nicht möglich mit einem Werkzeug, wo ich zum Beispiel 2 Formen irgendwo zusammenpresse. Da kriege ich die Hinterschneidung und so nicht hin, weil ich das Werkzeug niemals rauskriegen würde. Das kann ich aber mit Pultrusion machen. Also das ist noch ein Punkt. Wir können auch in gewissen Bereichen unterschiedliche Wandstärken hier hinbekommen. Da sind wir vorsichtig, weil das auch mal durchaus zu internen Spannungen in so einem Profil führen kann. Aber grundsätzlich, wenn nötig und wenn wir es technisch sinnvoll umsetzen können, dann geht auch das. Nächster Punkt, den wir haben, also unser Punkt 5 auf der Liste, ist halt die Kombinierbarkeit von GFK-Pultrusionsprofilen mit anderen Bauteilen. Weil oftmals braucht man ja schon irgendwas, was Profilform hat, aber dann doch irgendein Eselsohr an einer Ecke oder Lautsprecherbuchsen, die da rein müssen oder. Wenn wir nur in Pultrusion denken würden, wären wir dann natürlich an der Grenze. Aber dadurch, dass wir immer
über Klebetechnik oder andere Verbindungstechniken Bauteile miteinander kombinieren können, ist es dann auch möglich, zum Beispiel so ein dreidimensionales Bauteil in ein Pultrusionsprofil einzubauen. Das kann dann aus Alu sein, aus Edelstahl, aus anderen Kunststoffen, können auch GFK-Bauteile sein, die halt in anderen Fertigungsverfahren hergestellt wurden. Aber dafür sind wir ja da, um halt eben unsere Kunden da zu beraten und auch auszutüfteln, wie man sowas am besten machen kann, so dass es auch wirtschaftlich ist hinterher. Jetzt habt ihr die 5 Vorteile von Pultrusionsprofilen im Fahrzeugbau kennengelernt. Wir freuen uns über Likes, über Kommentare. Schreibt uns auch gerne, was ihr nochmal von uns hören wollt. Vielleicht die 5 schlechtesten Eigenschaften von GFK oder die 5 größten Probleme, die auftauchen. Wir machen dazu gerne ein Video. Bis zum nächsten Mal.